Die Godot Engine 4.7 Development Snapshot 3 wurde am 26. März 2026 veröffentlicht. Wieder einmal einige Highlights und ein paar schöne Perlen im interaktiven Changelog. Doch was genau ist neu und was solltest du in jedem Falle wissen? Ich erkläre dir die neuen Features möglichst einfach erklärt und zeige sie dir der Reihe nach. Ich bin der Truly Most Wanted und das ist Godot 4.7 erklärt. Lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Fragen und Feedback zum Video auch gerne in die Kommentare posten und jetzt schauen wir rein. Beginnen wir wie immer ganz oben bei den Highlights und das erste ist direkt ein Knüller und zwar: alle Control Nodes in der Godot Engine haben jetzt einen neuen Exportgruppenbereich, der nennt sich hier Offset Transform. Dieser Bereich ist dafür gedacht, dass wenn ihr Control Nodes innerhalb eines Containers, ob jetzt H-Container, V-Container, wie auch immer welche ihr nutzen möchtet, anordnet, dass ihr zusätzlich das Element selbst beeinflussen könnt. Hier seht ihr zum Beispiel, dass jetzt 5 Elemente durch einen Horizontal Container von links nach rechts angeordnet sind, ohne wirklichen Abstand. Aber durch die neuen Eigenschaften in Offset Transform könnt ihr ein Absolute Position Offset, ein Relative Position Offset, ein Scaling Offset, ein Rotation Offset sowie auch Offsets für den absoluten Pivot Point und relativen Pivot angeben. So kann ein Element, auch wenn es eigentlich hier im Container angeordnet ist, visuell anders dargestellt werden, weil das Rendering dadurch beeinflusst wird. Und mit der letzten Option, Offset Transform Visual Only, könnt ihr entscheiden, ob eben die Umrandung, also quasi die Bounding Box dieses Elements dort bleiben soll oder ebenfalls mit verändert werden soll. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das sind im Grunde Eigenschaften ähnlich wie in CSS beim Bauen von Webseiten und das könnt ihr jetzt nutzen, um eure UI ordentlich zu customizen. Finde ich ein sehr starkes Feature. Hier unten drunter auch noch ein weiteres Beispiel dazu, eben wie das aussehen kann, wenn sich Objekte überlappen und wenn eben die Bounding Box für Maus-Events nicht gleich mit der visuellen Position ist. Die nächste coole Sache ist hierbei eine Suchleiste für alle möglichen Pop-up-Menüs. Stellt euch mal vor, ihr habt zum Beispiel jetzt hier beim Bone Attachment hier eine Sache. Ihr wollt hier einen Bone suchen. Normal musstet ihr bisher immer die Liste durchscrollen oder mit den Tasten auf der Tastatur eben den Buchstaben tippen, um zumindest das nächstgelegene auszuwählen. Jetzt könnt ihr einfach ganz oben hier in die Suchleiste eintippen und ihr kriegt direkt die passenden Elemente sortiert. Ich gehe davon aus, dass das Ganze auch bei Enums Anwendung findet, aber das müssen wir uns mal genauer anschauen. In jedem Fall ein sehr praktisches Feature, um diese endlos langen Dropdown-Listen zu reduzieren und dadurch Suchen viel einfacher zu machen. Im Editor gibt es jetzt im Bereich 3D Vertex Snapping, was ihr nutzen könnt, wenn ihr eure Objekte transformiert. Nehmen wir dieses Beispiel hier. Ihr könnt jetzt hier Objekte wirklich von den Eckpunkten her genau an die anderen Eckpunkte von Meshes heransetzen. Also egal, ob es jetzt auf Oberflächen sind, hier jeder Vertex, der in einem Mesh ist, kann fürs Snapping genutzt werden und das macht das Bewegen und wirklich haargenaue Platzieren viel, viel einfacher, als wirklich im Inspektor jedes Mal aufs Neue die Position, Rotation und Co. genauestens einzugeben. Also es wird wirklich sehr angenehm im Editor zu arbeiten in Sachen 3D. Bestimmt kennst du das. Wenn du mit deinem Spiel in den Remote Scene Tree gehst und du willst dir Objekte anschauen, findest du hier überall diese Objekt-IDs, die dir eigentlich selbst gar nichts sagen. Da steht zwar eine ID hinter dem Objekt, aber was genau ist das jetzt? Ist das eine Ressource? Ist das irgendwas Richtung Mesh? Eine Grafik? Oder was genau ist das? Jetzt mit der 4.7 Development Snapshot 3 werden die Class Names benutzt dafür. Das heißt, anstelle von dieser Ansicht siehst du jetzt das Folgende. Du siehst genau, welche Art von Komponenten, Klassen, Ressourcen und Co. sind hier referenziert und das eben auch im Remote Scene Tree.
Wir bleiben weiter im Bereich 3D, denn jetzt wird's richtig cool für alle, die gerne Leveldesign machen. Und zwar, es gibt einen starken Editor für die Mesh Libraries. Hier unten mit einer richtig schönen Vorschau als neuer Tab. Hier Output, Audio, Debugger, Shader Editor, Animation, Grid Map und hinten dran jetzt eben die Mesh Library. Eine Übersicht über alle Meshes, die in der Library drin sind. Hier könnt ihr auch direkt die Transforms anpassen und dort eben einfach das Mesh passend bearbeiten, wenn ihr es dann herausladen wollt. Das ist eine sehr coole Sache. Alle Sachen werden in einem Grid dargestellt, ihr könnt auch suchen und reinzoomen, dann könnt ihr eben die individuellen Items bearbeiten mit Inspector, ihr habt vollständige Undo- und Redo-Funktionalität für alles mögliche, was ihr macht und auch eine Preview, wenn ihr einen Mesh direkt sehen wollt. Als nächstes geht's weiter auf Android, denn jetzt wird dort Picture-in-Picture supported. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Spiel drin, ihr tappt raus und dann habt ihr eben das Game hier unten rechts und guckt parallel im Hintergrund bei GitHub zum Beispiel herum. Das geht jetzt auf Android ganz problemlos. Außerdem, Orientierungsänderungen können jetzt auch eben im Script-Editor angewendet werden. Ihr seht hier, das Handy, Smartphone, Tablet dreht sich, das geht ganz problemlos. Jetzt hinsichtlich High Dynamic Ranges. Wir haben bereits gesehen, es gab Windows Support, es gab macOS Support und jetzt gibt es auch für Linux den Support für eben High Dynamic Ranges, also eben mehr Farbspektrum ist jetzt schon mal für die 3 Hauptplattformen möglich. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gibt es hier über dem Check It Out Button auch eine eigene Dokumentation, die euch hierhin bringt und da könnt ihr genau nachvollziehen, was das bedeutet, was ihr einstellen müsst und eben wie Dinge geändert werden bei der Berechnung, beim Output. Und hier habt ihr auch eine klare Beschreibung mit Codebeispiel, wie das funktioniert. Und auch teilweise hier in dem Falle mit Tone Mapping, wenn das mehr oder weniger konfiguriert ist, da könnt ihr euch komplett das von oben nach unten durchlesen. Und jetzt gucken wir uns die Highlights an aus dem interaktiven Changelog, die nicht oben gelistet sind. Da habe ich mir einmal hier aus der größeren Liste welche rausgesucht und unten aus dem interaktiven Changelog selbst. Wer ihn nicht kennt, ein ganz praktisches Tool. Da sind alle Änderungen für die 4.7 Dev 3 jetzt aufgelistet nach Kategorien. Eben 2D, 3D, Animation und vieles mehr. Kann man sich wirklich mal genau angucken und dann die verschiedenen Sachen über die GitHub Pull Request Links hinten dran auch sich genauer anschauen. Starten wir also mal ganz oben und beginnen hier bei den CSG Nodes. Wer die nicht kennt, CSG Nodes, das sind ebenfalls Arten von Meshes und die erhalten jetzt in der 4.7 Dev 3 unter anderem das Feature Auto-Smoothing. Auto-Smoothing kennst du eventuell aus Blender. Das ist sehr ähnlich zu Shade Smooth. Stell dir folgenden Vergleich vor. Dieses Würfelmesh hier in Blender ist ja wirklich gerade mit Shade Flat dargestellt. Harte Kanten sind sichtbar. Und wenn wir jetzt hier Rechtsklick Shade Auto Smooth machen zum Beispiel und das konfigurieren würden hier unten und entsprechend Winkel dafür einstellen, dann würden ab einem gewissen Punkt die harten Kanten verschwinden und es sieht quasi aus wie im Shade Smooth einfach. Hier Shade Flat als Vergleich dazu, hier nochmal Shade Smooth. Das ist im Grunde die Anwendung davon, jetzt in der Godot Engine für die CSG Meshes. Dann Animation Resources, Library, Mixer und auch der Player haben Performance-Updates bekommen. Da wurden einige Zeiten reduziert und da kann man so im Durchschnitt hier bis zu 30 FPS mehr feststellen. Das sind 14% oder umgekehrt hier unten bei diesem Beispiel hier plus 6, eben 6% mehr Performance. Klingt zwar jetzt nicht noch unbedingt viel, aber ist ein wichtiger Schritt, denn Optimierung muss bei allen Features gemacht werden. Objektsignale sind jetzt noch deutlich mehr threadsicher, eben wenn ihr mit Multithreading arbeitet, da gibt es einfach nur ein paar Änderungen unter der Haube. Für den Bereich 3D und die Manipulation dessen gibt es jetzt einen View 3D Controller für eben die Editor 3D View. Da kann man eben den nutzen, um unter anderem dadurch ein paar Manipulationen hinsichtlich Kamera 3D zu machen.
Jetzt gibt es die Möglichkeit in der Godot Engine 4.7, dass Aktionen wie das Bewegen, Rotieren und auch Zoomen der Kamera abgebrochen werden können. Einfach durch die Escape-Taste oder eben die rechte Maustaste. Ihr seht Rotation, einfach durch Rechtsklick oder Escape abbrechen und zurück auf die Position kommen wie am Beginn der Aktion. Dann, jetzt könnt ihr in der 4.7 auch jede Form von Parent Nodes transformieren, ohne dass die Children dadurch beeinflusst werden. Kurzes Beispiel hier, einmal das Video neu laden. Ihr seht hier 3 Nodes untereinander angeordnet im Szenenbaum hier oben links. Der Würfel hier unten links ist das oberste, der Würfel in der Mitte ist das zweite und der Würfel ganz rechts ist das untergeordnete Child hier. Und jetzt kann hier unten der Würfel transformiert werden über den neuen Modus hier oben, Preserve Children Transform, Taste P, und dann könnt ihr eben den Würfel hier transformieren. Ihr seht, der verändert sich, die anderen bleiben an der gleichen Position mit derselben Rotation. Ein wirklich praktisches Feature. Hinsichtlich Kamerabewegung im Editor gibt es jetzt einen Free-Look-Modus, also freies Umschauen. Dafür müsst ihr am linken oberen Rand hier jetzt einerseits den Haken Preview setzen, um die Kamera-Preview sofort zu sehen, und der Haken Pilot, um damit wirklich die Änderungen vom freien Umschauen direkt auf das Kameratransform anzuwenden. Das sieht dann wie folgt aus. Ihr seht hier links, die Haken sind aktiviert und jetzt können sich hier die Kameras wirklich frei bewegen, rotieren, und auf der rechten Seite hier in der statischen View seht ihr, wie das Kameraobjekt hier in der Szene auch wirklich bewegt wird. Cursor-Koordinaten in dem Gridmap Editor. Hier hinten zum Beispiel eben eine Auswahl, hier unten ist gerade die Maus und ihr seht, von wo nach wo eben ausgewählt wird oder eben bewegt wird. Einfach eine Info am unteren linken Rand vom Godot Editor. Jetzt gibt es auch Fixes hinsichtlich dem Mausrad-Zoom-Verhalten beim Gridmap Editor, eine Kleinigkeit. Da können wir mal hier gucken. Ihr seht dort, das klappt jetzt richtig und hier oben wird auch der Zoom richtig konfiguriert. Das Output-Dock wurde angepasst am unteren Rand. Wenn wir mal hier genau reingucken, dann seht ihr jetzt, dass das Ganze hier besser angeordnet ist. Die Buttons hier unten auf einer Höhe. Hier unten hat sich nicht viel geändert, aber ihr seht auch, das Ganze hat durch die neue Anordnung eine geringere Minimum Size und kann quasi fast vollständig klein gemacht werden, dass ihr nur 2 oder 3 Zeilen Konsolen-Output hier sehen müsst. Sehr spannende Änderung, die jetzt in der 4.7 dazukommt. Bestimmt kennst du es. Im Editor, die Autocompletion hat manchmal Wörter gefressen, ab 4.7 Dev 3 jetzt anscheinend nicht mehr. Ein Video oder Beispiel gibt es hier nicht wirklich dazu, aber immerhin das ist doch eine gute Nachricht. Die Editor-Icons im Szenenbaum wurden angepasst und etwas kompakter gemacht, damit das Ganze nicht wirklich so gefüllt aussieht. Und da müsst ihr wirklich mal hier genau hinschauen. Nämlich zwischen den Augen auf der linken Seite und den Augen auf der rechten Seite merkt ihr, die sind ein paar Pixel kleiner geworden. Dadurch ist der Abstand zwischen den Objekten ein bisschen größer, auch wenn sich an ihrer Position absolut nichts verändert hat. Die sind jetzt einfach weniger rund und mehr oval. In der Godot Engine wurde das Autoloading von Objekten verbessert und erweitert. Viele Textfelder wurden jetzt mit Buttons ersetzt, zum Beispiel eben Auswahl von existierenden Skripten oder Szenen, neue Skripte erstellen, die direkt angelegt werden und dann auch automatisch zum Autoload hinzugefügt wurden, und das gleiche auch für die Szene. Können wir uns mal hier unten im Video anschauen. Das Ganze sieht hier wie folgt aus: über die Project Settings, hier oben Autoload, Objekte auswählen, einfach hier, und die stehen auch direkt da drin. Der Button Create Script Autoload ist das typische Fenster zum Erstellen von Skripten, in GDScript hier in dem Falle, und wenn die angelegt werden, werden die hier auch automatisch dazugelegt, und beim neuen Szenen erstellen das gleiche Schema. Jetzt hier nochmal eine neue Szene und dann kommt auch die direkt hier dazu. Ihr könnt das Ganze konfigurieren und dann sind die direkt mitgeladen. Ganz praktisch. Die Methode Get Unsaved Files, die ich schon in Development Snapshot 2 vorgestellt hatte, unter anderem, ist jetzt exposed nach GDScript. Das heißt, wenn ihr über GDScript diese Methode nutzen wollt und herausfinden wollt zum Editor, welche sind jetzt gerade nicht gespeichert, könnt ihr die einfach aufrufen.
Eine kleine Änderung hinsichtlich Inspector Copy und Pasten ist, dass mit dieser neuen Verbesserung hier unter anderem das Einfügen von Werten nicht mehr funktioniert, wenn der Type nicht übereinstimmt. Als Beispiel, ihr kopiert den Wert eines Integers, einer einfach normal ganzen Zahl, und jetzt wollt ihr den Wert einfügen für zum Beispiel eine Color oder für einen Vektor 2, wo eben 2, 3 oder gar 4 Werte erwartet werden, dann ist jetzt hier unten die Einfügen-Option automatisch ausgegraut und ihr könnt das Ganze nicht mehr einfügen. Bestimmt kennst du das. Du tappst aus einer Anwendung raus wie deinem eigenen Spiel und die Input-Events kommen trotzdem im Spiel an. Das Ganze kann jetzt mit einer neuen Projekteinstellung einfach unterbunden werden. Denn, wenn ihr mal hier genau schaut, gibt es jetzt hier über die Project Settings in der Kategorie Input Devices Config hier Ignore Joypad on Unfocused Application. Das heißt, wenn ihr raustappt, dann ist eure Anwendung nicht mehr fokussiert und wenn der Haken hier aktiviert ist, dann kommen die Gamepad-Events auch nicht mehr im Spiel bei euch an. Ist ein ganz einfaches Beispiel, eine Einstellung mehr, die euch sehr viel bringt. Kennst du das? Die Konfiguration neuer Input-Actions und deren passender Input-Events für Tastaturen, Mäuse, Gamepads und du konntest vorher nie wirklich bestätigen durch Drücken von Enter und es wurde immer als wirklich eigener Hotkey gesehen. Das Ganze ist jetzt vorbei, denn Enter und Escape sind als Shortcuts in den Input Map Editor eingebunden worden. Ihr könnt jetzt neue Input Actions anlegen, hier passende Tasten auswählen und ihr merkt, durch direktes Drücken von Enter wird die Taste, die angegeben ist, hier einerseits genutzt und zugleich auch mit passendem Filter Input hier oben kann auch Enter natürlich als Tasten-Shortcut gesetzt werden. Also wirklich sehr praktisch, um sich 1-2 Klicks zu sparen. Im Bereich 2D könnt ihr jetzt die Farbe konfigurieren für die Auswahl von Objekten im Canvas. Bisher war die Farbe immer hardcoded gewesen für hier dieses Box Select, aber jetzt könnt ihr die einfach frei konfigurieren. Und zum Schluss hinsichtlich Partikelsysteme, es gibt jetzt Optionen für Scaling und Rotation, eben eine minimale und maximale Rotation und Scaling sowohl in 2D als auch in 3D verfügbar. Hier unten haben wir auch ein kleines Testvideo, wo die Werte hier im Inspektor gesetzt sind. Ihr seht hier bei 3D unter anderem da oben den Angle Min Max, dann können wir hier auch eben die Skalierungskurven dazu nutzen, mit hier unten den neuen Werten und auch hier bei diesem Beispiel, das sind die Screenshots, die wir gerade eben gesehen haben. Auch dort kann das Ganze angewendet werden. Also wirklich sehr schöne Ergänzungen, gerade sehr stark im Bereich 3D. Das war das heutige Video hinsichtlich der Godot 4.7 Development Snapshot 3. Ich habe da einige Favoriten und ich glaube sogar am besten gefällt mir ehrlich gesagt das hier hinsichtlich Control Nodes, weil damit kann man sehr viel im Bereich 2D anstellen und ich bin mir sicher, ihr habt da auch kreative Ideen. Was davon hat euch heute am besten gefallen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Sonst lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne, wenn ihr mehr sehen möchtet. Und ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Update dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye bye!